schnelle Meditation zu dieser Transformation von deinen Beschränkungen, um finanziellen Fluss in dein Leben zu lassen. Komme einfach mal an, atme ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Nochmal und noch ein drittes Mal. Lass alles los. Lass alles los, was dich noch klein hält, beschränkt, im jetzigen Moment ablenkt. Komm einfach ins Hier und Jetzt. Du darfst dich dazu setzen oder auch hinlegen, ganz wie es dir wohl ist. Du brauchst jetzt gar nichts zu tun. Im Loslassen und Vertrauen, dich öffnen und geschehen lassen, passiert Heilung. Atme weiter und sinke immer tiefer in dein Sein. Spüre die Leichtigkeit in deinem gesamten Wesen, im Sein. Spüre gleichzeitig die Schwere deines Körpers, das Gefühl des Entspannens und Loslassens. Komme ganz ins Sein. Lass alles los. Verbinde dich mit der Matte, dem Bett, dem Stuhl, wo auch immer du gerade bist. Und spüre, wie dein Körper sich einfach entspannen darf. Wie deine Gedanken sich entspannen. Wie du nichts denken musst. Und jeder Gedanke, der kommt, darf hier sein, der muss nicht verurteilt werden. Und so wie er gekommen ist, darf er aber auch wieder gehen.
Sei präsent im Hier und Jetzt. Atme noch einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass auch den Rest der Anspannung, des Stresses, der Belastung los. Und spüre nun in deinen Körper, in dein System, ob da noch irgendwo Enge, Druck, Schmerz vielleicht zu fühlen ist. Und dann gehe mit deinen Gedanken, deiner Aufmerksamkeit an diese Stelle. Vielleicht magst du dir auch die Hände an die Stelle auflegen und schicke die Atmung dahin. Atme tief, tief aus. Vielleicht auch mit einem Geräusch. Vielleicht mit der Zunge aus dem Mund ausgestreckt. Atme alles aus, was da noch eng und schwer ist. Du musst nicht mal wissen, was es ist und woher es kommt. Allein mit deiner Aufmerksamkeit und dem Willen, dass es jetzt gehen darf, darf es sich schon ablösen. Du hast dir heute für diesen Moment den Raum, die Zeit und die Möglichkeit geschenkt, in die Fülle, in deinen inneren Reichtum zu finden, da Platz zu schaffen für Überfluss. Und all das, was dich hier in diesen Bereichen, mit diesen Themen noch begrenzt, einschränkt, abhält, zu erkennen und zu lösen. Unsere Gesellschaft, unser gesamtes System, einige nennen es auch die Matrix, ist auf Verknechtung, Kleinhaltung, Kontrolle, Mangel geprägt. Unsere Konditionierungen und Prägungen aus der Kindheit von den Eltern und allen Ahnen davor, von unserem Umfeld, Arbeitgeber, wo auch immer wir beeinflusst wurden. Uns wurde so oft gezeigt, dass nur Leistung etwas wert ist, dass man nicht zu viel nehmen darf, dass Geld was Schlechtes ist. Geh mal in dich, fühle mal, was hast du da noch für einschränkende Glaubensmuster, auferlegte Gedanken. Dein wahres Wesen ist frei davon. Jedes kleine Kind ist frei von Einschränkungen,
Für ein kleines Kind ist die Fülle überall zu spüren, der Überfluss. Es ist immer von allem genug da. Und erst mit dem Größerwerden, mit den vielen Prägungen, fängt unser gesamtes Wesen, unsere einschränkenden Gedanken an zu glauben, dass nicht genug da ist und schon gar nicht für dich selber. Vielleicht magst du dir jetzt auch ein Stift, ein Papier zur Hand nehmen und aufschreiben, was deine einschränkenden Gedanken sind, wo du dich noch klein hältst, wo du dir den Überfluss nicht erlaubst, weil diese Glaubenssätze da sind. Du kannst das Video an der Stelle anhalten, wenn du ein bisschen mehr Zeit dafür brauchst, um diese Glaubenssätze für dich zu erkennen und aufzuschreiben. Und das Wichtigste, sie umzudrehen. Was auch immer du noch glaubst, ob Geld was Schlechtes ist, reiche Menschen geizig sind oder wo auch immer du dich beschränkst, dass alles, was du je an Reichtum bekommst, immer verteilen musst, gleich weggeben sollst, was auch immer da ist, schreib es auf und dreh es in die Positivität um. Es ist immer genug vorhanden. Du bist es wert, das Beste zu empfangen. Du sollst dich zuerst nähren und auffüllen. Im Überfluss dich fühlen, bevor du gibst. Wir können nur geben, wenn wir selber im Überfluss sind. Sonst entsteht Mangel in uns. So ist es mit der Liebe und so ist es mit dem Geld. Spüre, dass all diese Glaubensmuster, die jetzt sich vielleicht noch so wahr und so prägend anfühlen in deinem System, sich mit jedem Mal, wo du sie erkennst und drehst, auflösen. Wo du dir erlaubst, die Fülle tatsächlich zu empfangen, anzunehmen, dich aufzufüllen, bis du überfließt. Ich habe vor dieser Session, dieser Meditation, eine Karte gezogen für uns, für die Menschen, die sich jetzt hier einfinden. Und die Botschaft ist die Windungen. Weigerst du dich zu erkennen, dass du selbst die Verantwortung dafür trägst, wenn dir immer wieder dieselben bereits gelernten Lektionen begegnen? Öffne dich der Einsicht, dass du der Regisseur dieser Dauerinszenierung bist. Sei froh darüber, an diesem Punkt zu sein, denn du kannst nun die Muster erkennen, die du hinter dir lassen willst. Sobald du dich auf deine Kraft zum Beenden dieser Endlosschleifen besinnst, hältst du damit den Schlüssel zur Freiheit in den Händen. Geh dabei gut mit dir um. Es handelt sich hier nicht darum, dir selbst Vorwürfe zu machen, sondern darum, die Verantwortung zu übernehmen.
Du kannst das erfüllte, mit Liebe und Wohlstand gesegnete Leben führen, das das göttliche Prinzip dir wünscht. Und es könnte nicht stimmiger sein. Genau das ist es. Die Situation, die du lebst, egal ob in Beziehung, auf dem finanziellen Sein, deinem Konto, deinen Konten, du hast es dir selber kreiert. Nur was wir im Innen als unsere Wahrheit und unsere Gefühle durch die Gedanken dann auch nach außen tragen, wird sich uns spiegeln, wird unsere Kreation. Und das meiste unterbewusst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich jetzt nicht verurteilst oder schlecht fühlst deswegen, sondern erkennst, dass du ein großartiges Wesen bist, das jederzeit genau diese Tatsachen ändern kann. Dass du niemanden dafür verantwortlich machen musst im Außen und auf niemanden warten musst im Außen, dass du jetzt jeden Moment entscheiden kannst, anders deine Realität zu erschaffen. Geh mit dem Gefühl, dass was immer auch jetzt ist und sich nicht schön anfühlt, dich noch klein hält, du noch nicht das lebst, was dir eigentlich zusteht, dass das von dir geändert wird. Wo möchtest du hin? Geh ins Gefühl, wenn alles möglich ist. Das Gefühl, das du als kleinstes Kind hattest. Wir erinnern uns meistens nicht mehr daran. Aber stell dir ein kleines Kind vor, das noch nicht laufen kann. Dieses Kind kreiert sich sein Leben jeden Tag, er schafft es von Neuem. Und wenn man nur am Boden herumliegen kann und vielleicht anfängt zu krabbeln, dann würde es mit unserem Verständnis, was möglich ist an Veränderung, als erwachsener Mensch nie im Leben möglich sein, irgendwann auf den Füßen zu stehen und zu gehen. Aber das kleine Kind hat diese Einschränkung nicht. Es probiert es einfach aus und es fällt hin und es steht wieder auf und es fällt hin und es steht wieder auf. Und genau so sind die Dinge, die sich jetzt noch als unmöglich in deinem Leben anfühlen, sowie ein ganz anderes Gefühl, Realität von Reichtum zu leben, genauso darfst du dem entgegenschauen, darfst du dich auf den Weg begeben. Vielleicht fällst du kurz hin und stehst wieder auf, aber gib nicht auf. Je tiefer und je prägender deine Konditionierungen waren und sind, je nachdem, in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist und wie viel da gelebt wurde, all diese Dinge, die dich dahin jetzt gebracht haben, wo du bist, das kann einschneidend gewesen sein und dich nun zu dem gemacht und gebracht haben, was du lebst. Und wenn du jetzt die Kraft aufbringst, die ein kleines Kind hat, um laufen zu lernen, dir erlaubst, die Fülle in dein Leben zu lassen, Fülle leben zu lernen, dann wirst du es schaffen. Und wenn du magst, hör dir diese Meditation oder diese Lektion, diese Session immer wieder mal an. Spüre nochmals in dein System und geh dahin in diese Stelle deines Körpers, die dir jetzt gezeigt wird als dein Zentrum der Fülle, des Reichtums,
Bei den meisten Menschen ist es im Wurzel-Sakralbereich, in deinem Unterleib. Zu empfangen über diese Energiezentren. Bei vielen Menschen sind sie verschlossen oder verkümmert. Geh mit deinem gesamten Fokus, deiner Aufmerksamkeit dahin, in dein Füllezentrum. Vielleicht legst du dir die Hände auf. Der unendlichen Möglichkeiten. Wie viele Generationen wurden wir genau da in diesen Zentren eingeschränkt, klein gehalten, besonders die Frauen auch noch missbraucht. All das darf jetzt einfach mit deinem Willen, deiner Erlaubnis abgelöst werden. Sieh ein großes Feuer vor dir. Das Feuer der Transformation. Und egal was es ist, egal woher es kommt, nimm die Themen, nimm die Geschichten, sie sind alt und du brauchst sie nicht mehr. Löse sie aus deinem System, vielleicht nimmst du die Hände und gräbst in deinen Chakren nach diesen Themen, im Bewusstsein, dass genau das, was dich jetzt noch hindert, auf deinem Weg in die Unabhängigkeit und Freiheit,
abgelöst werden darf und in dieses Transformationsfeuer übergeben. Nimm alles, was sich jetzt ablösen lässt, in dem Bewusstsein, dass immer genau das Richtige möglich ist für dich in deiner Situation. Atme alles aus, was jetzt noch an Beschränkung da ist. Streck die Zunge weit aus dem Mund. Die Zunge ist die Brücke des Loslassens. Vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen schwach oder zittrig oder aufgewühlt. Alles darf. Atme. Entspanne dich. Lass deinem Körper, deinem System die Zeit zu integrieren. Das Losgelassene nicht zu vermissen, sondern einfach den Raum, der jetzt entstanden ist, wahrzunehmen. Zu spüren. Zu begrüßen. Willkommen zu heißen. Diese vielleicht im Moment sich noch leer anfühlenden oder einfach neu, fremd, ein bisschen diese Räume dürfen jetzt neu gefüllt werden. Und du musst nichts dafür tun, lass einfach geschehen. Mit deiner Absicht und Erlaubnis darf jetzt Fülle strömen. Vielleicht empfindest du das Wesen des Geldes. Das ist ja auch nur eine Energie der finanziellen Fülle, des Reichtums deines Wohlstandes. Du stehst wohl. Sorgenfrei, leicht, Freiheit, ja? Dieses Wesen, diese Energie, vielleicht siehst du sie golden, glitzernd, vielleicht eine andere Farbe, oder du spürst einfach die Leichtigkeit und Freude, die damit verbunden ist. Lass sie in dein System
Vielleicht stellst du dir vor, dass eine Dusche, ein Regen, ein Goldregen oder Engel der Fülle um dich stehen. Du vor der Geldquelle bist, welches Bild auch immer für dich am stimmigsten ist. Geh genau damit. Öffne dich der Fülle. Gib alles los, was da noch vielleicht trotzdem an Hindernis kommt, an kleinsten Mini-Blockaden, die jetzt immer noch so vom gewohnten Feld da sind. Du darfst doch nicht annehmen oder was auch immer. Nimm sie einfach wahr und im Erkennen lösen sie sich auch schon wieder ab. Jetzt geht alles ganz leicht. Sanchai Matihanha Sinen Hai Wushan. Spüre diese Leichtigkeit, diese unglaubliche Erfüllung, die Wärme, das Kribbeln, die Freude, welches Gefühl auch immer bei dir sich jetzt ausgebreitet hat, aus deinem Füllezentrum in dein ganzes System nun fließt. Erlaube dir, ganz damit aufgefüllt zu werden. Und wenn du magst, erlaube dir jetzt, deine Visionen, deine Wünsche und Träume wahrzunehmen. Was, wenn alles möglich ist? Geh ins Gefühl, in die Bilder der Kreationen, die dein Wesen für dich bereithält, deinen Seelenplan.
Wo lebst du? Welche Menschen sind um dich? Wie verbringst du deinen Tag? Und wie fühlst du dich dabei? Was, wenn alles möglich ist? Jäisen undej in den Sonnenei yen ai no han si ai mai Male dir dein Leben so, wie du es spürst, aus diesem Bewusstsein, das jetzt in deinem System ist. Vielleicht magst du dir nach dieser Session, dieser Meditation aufschreiben oder malen, gestalten der Bilder, die du jetzt gekriegt hast. Schreibe so genau wie möglich, was deine Kreationen sind. Was möchtest du? Keine Verneinungen. Nicht, was nicht sein soll, nur, was sein soll. Und dein System weiß nun, dass es erreichbar ist, wie das kleine Kind, das weiß, dass es irgendwann gehen wird. Und weißt du, warum schafft es dieses Kind? Weil die Menschen im Feld es immer wieder ermutigen. Die Eltern wissen, dass das Kind es kann. In deinem Feld sind vielleicht noch nicht solche Menschen, die wissen, dass das, was deine wahre Vision und Lebensaufgabe ist, der Überfluss, den du dir kreierst, für sie ist das vielleicht noch nicht möglich oder gar nicht überhaupt auszudenken. Wenn die Eltern des Kindes nicht daran glauben würden, dass es laufen könnte und es immer wieder ermutigen, wenn sie ihm sagen würden, du kannst es nicht, hör doch auf, das geht eh nicht, dann würde das Kind wahrscheinlich nicht so schnell oder nie lernen zu laufen. Deswegen verbinde dich mit den Menschen, die bereits da sind, wo du hin willst, die ihre Visionen umsetzen. Verbinde dich mit den Menschen und deren Glauben an sich und deren Energie, Visionskraft. Und öffne dich für alle Möglichkeiten. Schränke dich nicht mehr ein. Übergib deinen Engeln, dem Universum, das Wie und das Wann, die Umsetzung für deine Projekte geschehen darf. Wenn wir uns zu sehr einschränken, indem wir uns vorstellen, wann genau und wie genau etwas ins Leben kommen soll oder umgesetzt wird, schränken wir die unendlichen Möglichkeiten, die zu uns kommen wollen, ein, weil wir sie dann nicht sehen, weil wir eine fixe Vorstellung davon haben, wie es sein kann. Gib deinen Engeln, dem Universum, den Auftrag, dich nun genau dahin zu führen, wo die Menschen sind, die dich ermutigen, den Weg bereits gehen, wo die Möglichkeiten sind, die dich dahin bringen.
Und ich bin der Überzeugung, dass genau das, was du jetzt mit mir hier gemacht hast, bereits ein richtig wichtiger Schritt ist in deine Visionen, auf dem Weg der Umsetzung dessen, was dein Seelenplan ist. In den letzten Jahren habe ich mich mit Menschen verbunden, vernetzt, die ähnliche Visionen haben, die auch daran glauben, dass so vieles noch möglich ist, die auch sehen, dass wir selber kreieren dessen, was unsere Realität wird. Und ich habe Möglichkeiten gefunden, wie wir diesen Überfluss erreichen. Und es fängt immer in deinem Inneren an. Und da hast du heute einen richtig wichtigen Schritt dafür getan. Sei stolz auf dich, sei dankbar. Und wenn du magst, verbinde dich mit mir auch nach diesem Video. Ich zeige dir gerne den Weg tatsächlich in dem Materiellen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, das zu verändern, was jetzt noch deine Realität ist. Mir kommt nochmals die Windung, die Karte in den Sinn. Und glaubt mir, meine Realität war noch vor einem halben Jahr an einem ganz anderen Punkt, rein finanziell. Ich war da, wo es immer eng war, wo es nie wirklich gereicht hat, mit 3 Kindern und einem Mann, der auch nicht mehr im System sich wirklich hingeben möchte und verknechten. Wir haben so viele Wege ausprobiert und es war nicht einfach. Und plötzlich kommt etwas in mein Leben und es fühlt sich an, wie wenn all das, was ich vorher gemacht habe, nur die Vorbereitung darauf war. Und zum ersten Mal fühlt es sich tatsächlich nach einer Lösung an und nicht nur einem Ansatz, nicht nur nach einem Wunsch von vielen Menschen, die genau dahin wollen, aber noch niemand da ist. Es ist schon die Energie da, wo wir hinwollen. Wir dürfen uns mit dem immer mehr verbinden, wo wir hinwollen. Mit der Energie, ich habe es gesagt, verbinde dich mit den Menschen, die bereits da sind. Jetzt möchte ich gar nicht mehr länger darüber sprechen. Geh ins Gefühl, alles ist möglich und du selber glaubst daran. Schön warst du da. Lass gerne noch ein bisschen nachwirken. Schreibe deine Vision auf und lass das wie und wann los. Und wenn du willst, schreib mir, wie das für dich war. Alles Liebe.